Einen guten Appetit wünsche ich dir, Moritz. Guten Appetit. Schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Das ist übrigens vegan. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Ja, ich denke, einmal ist okay, aber normalerweise esse ich natürlich Fleisch. Also auch nicht jedes Mal und gutes Fleisch. Also verstehe mich nicht falsch. Fleisch vom Metzger meines Vertrauens. Also leidloses Fleisch, sage ich eben. Aber ich meine, schön, dass du das gekocht hast und wenn du vegan essen willst, jedem das Seine leben und leben lassen, nicht wahr? Wusstest du eigentlich, dass Hitler Vegetarier war? Interessant, was? Und ich meine, wenn es uns nicht gäbe, dann könntest du auch keine Kühe mehr anschauen, wenn du auf Wanderungen gehst. Nichts mehr. Stell dir das mal vor. Naja, aber ich meine, wir sind halt die Spitze der Nahrungskette. Wir sind wie die Löwen, denen kannst du auch nicht sagen, was sie essen sollen und was nicht. Und ich meine, ich sag dir nicht, du sagst mir nichts, aber warum bist du eigentlich Veganer? Ich mache das tatsächlich der Tiere wegen. Ach, das ist immer das Gleiche mit euch Veganern. Da kann man nicht diskutieren. Ihr seid immer so angriffslustig. Ich grüße euch zum 4. und letzten Teil der Reihe Militanter Veganismus. Warum sind vegane Menschen oft so aggressiv? Leben und leben lassen. Jedem das Seine. Ich esse nur ganz wenig Fleisch und wenn dann aus Biohaltung. Vegan? Man muss ja nicht immer gleich so extrem sein. Das sagen Leute, die Tiere konsumieren. Und wahrscheinlich glauben sie sogar wirklich daran. Leben und leben lassen. Man muss ja nicht immer gleich so extrem sein. Das sind 2 Sätze, die ich sofort unterschreibe. Deshalb lebe ich vegan. Warum sind vegane Menschen oft so aggressiv? Weil Tiere in ihrer Scheiße stehen. Weil Tiere im Baby- und Kindesalter gemästet werden. Weil Tiere erschossen, erstochen und erschlagen werden. Weil die Empörung darüber ausbleibt. Weil die Welt schweigt. Milliarden empfindungsfähige Tiere sterben jedes Jahr. Und die Welt nimmt es mit einem Schulterzucken hin und phrasiert: Wir haben wichtigere Probleme. Milliarden Tiere haben keine wichtigeren Probleme. Für sie geht es wortwörtlich um Leben und Tod. Warum sind vegane Menschen oft so aggressiv? Weil in den Mastanlagen unerzählbare Schrecken passieren. Weil in den Mastanlagen die schlimmste Seite der Menschheit zum Vorschein kommt und das Urteil über uns fällt, dass wir als Spezies versagt haben. Weil in den Mastanlagen Fontänen und Wasserfälle aus Blut aus den Leibern von Rindern, Schweinen und Hühnern den Boden bedecken. Weil in den Mastanlagen kein noch so heller Lichtstrahl auch nur im entferntesten einen Funken Hoffnung für die entstellten und verlorenen Tiere entzünden kann. Warum sind vegane Menschen oft so aggressiv? Weil in den Mastanlagen, Gehegen, Laboratorien, Wohnungen und Wäldern dieser Erde das radikale Böse herrscht. Weil zu viele Menschen darauf reagieren mit Lachsmilies, Fotos von Schweinebraten und Zynismen wie Leben und leben lassen. Das Böse ist banal in seiner Gleichgültigkeit und seiner Rechtfertigung. Es schmeckt mir halt. Und was machen jene, die diese Leiden und Ungerechtigkeiten nicht einfach hinnehmen wollen, ja nicht hinnehmen können im Angesicht von Gleichgültigkeit und Egoismus? Sie greifen zu falschen Vergleichen und Begriffen, um das Unbegreifliche doch irgendwie begreiflich zu machen. Wenn das Leiden der Tiere nicht ausreicht, wenn jedes noch so gute Argument versagt, was bietet sich an? Man spricht in menschlichen Begriffen, man spricht vom Tierholocaust, von Vergewaltigungen, von Mord und Sklaverei, wohl wissend, dass menschliche Begriffe nicht einfangen können, was Tiere Sekunde für Sekunde erleiden müssen. Ich nenne das die Psychologie des Holocaust-Vergleichs. Je gleichgültiger die Menschen sind, desto krasser und härter müssen die Aktionen und die Begriffe sein, um das Leiden der Tiere anschaulich zu machen. Das Thema ist radikal, also muss auch die vegane Bewegung radikal sein. Das ist der fundamentale Fehler, den der militante Veganismus begeht. Die Brutalität der Aufklärung müsse der Brutalität der Mastanlagen entsprechen. Aber ich sehe hier keine logische Verbindung. Fight Fire with Fire. Das ist ein großartiges Lied von Metallica, aber sonst Gleiches mit Gleichem. Das funktioniert ja schon in der Homöopathie nicht. Und ich sehe auch nicht, wie man zum Beispiel die AfD oder Donald Trump nachhaltig besiegen könnte, indem man ebenfalls anfängt zu lügen und zu hetzen. Ich zitiere die militante Veganerin. Aber hey, lasst uns auf für die opferadäquate Wortwahl scheißen und schön in der bequem euphemistisch verwaschenen Sprache der Unterdrücker bleiben. Ich stimme dem nicht zu. Das ist ein Framing, das ich entschieden zurückweise. Wer Begriffe wie Tiermord ablehnt oder den Holocaust-Vergleich nicht verwendet, kann Ungerechtigkeiten trotzdem klar benennen. Hart in der Sache, angenehm im Ton. Ich finde es unangemessen, an der Motivation und dem Ziel von Aktiven zu zweifeln, nur weil diese keine militante Sprache verwenden, sondern andere Strategien nutzen.
Können wir uns wenigstens darauf einigen, dass wir alle das Ziel einer veganen Welt haben und für Tierrechte eintreten, aber einfach unterschiedliche Ansätze und Strategien verfolgen? Ich meine, das macht Raffaela Raab doch auch. 3 Seelen schlagen ach in ihrer Brust. Die militante Veganerin, die wilde Veganerin und die milde Veganerin. Menschen sind unterschiedlich, also nicht nur verschiedene Menschen. Nein, auch der Mensch an sich ist keine Einheit. Manchmal sitze ich an einer Tramhaltestelle und oft laufen Leute an mir vorbei und werfen Zigarettenstummel auf den Boden. Und verschiedene Seiten tun sich dann in mir auf. Eine Seite möchte aufstehen und dem Übeltäter eine paddeln. Eine andere Seite möchte eine spöttische Bemerkung machen und den Übeltäter darauf hinweisen, dass er etwas verloren hat. Wieder eine andere Seite möchte aufstehen und den Übeltäter mit dem kategorischen Imperativ konfrontieren. Eine weitere Seite möchte die Konfrontation am liebsten komplett vermeiden. Und je nach Ausprägung setzt sich der eine oder der andere Anteil durch. Friedemann Schulz von Thun spricht hier vom inneren Team. Anteile stehen im Konflikt miteinander, können aber bei entsprechender Ausgewogenheit mehr für die Gesamtpersönlichkeit leisten, als wenn sich immer nur ein Anteil durchsetzt. Und so sehe ich Veganismus und Veganaktivismus auch als inneres Team. Welche Anteile nun hat der Veganismus? Ich unterscheide 3 relevante Formen: den aggressiven, den pragmatischen und den emanzipatorischen Anteil. Der aggressive Veganismus ist wütend, der pragmatische zugänglich und der emanzipatorische Veganismus ganzheitlich. Meine Überzeugung ist, dass wir erst durch Trennung zu echter Einheit finden können. Wenn wir alle Stärken der Ansätze nutzen und die Schwächen minimieren, erhalten wir am Ende einen Veganismus, der in seiner gesamten Persönlichkeit mehr ist als die Summe seiner Teile. Außerdem erlaubt die Trennung, dass wir zwar unterschiedliche Strategien verfolgen und unterschiedlich auftreten, aber gerade dadurch viel mehr Leute abholen können, weil das grundsätzliche Ziel, die Überwindung des Tierkonsums, Tierrechte und Tierbefreiung, nicht in Frage steht. Wenn ihr mehr über die 3 Anteile erfahren wollt, dann schaut euch dieses Video an. In den letzten Jahren hat vor allen Dingen der pragmatische Veganismus dafür gesorgt, dass der Veganismus einer breiten Masse bekannt wurde. Er hat den aggressiven Veganismus der Nullerjahre abgelöst. Aber der aggressive Veganismus hat ein Revival erlebt, und das aus 2 Gründen. Raffaela Raab und Aufmerksamkeitsökonomie. Raffaela Raab vertritt den aggressiven Veganismus mit einer Konsequenz, die ihresgleichen sucht. Aber das muss auf fruchtbaren Boden fallen. Holocaust-Vergleiche und Anbrüllen sind ja nicht neu. Nur erlebt diese Art der Rhetorik eben ein Revival, und das ist brandgefährlich. Die militante Veganerin ist erfolgreich, weil AfD und Konsorten die Störung, die Eruption, die übertriebene Zuspitzung, die Verleumdung Andersdenkender gar, die Emotionalisierung des Diskurses in böser Absicht stark gemacht haben. Ohne das System zu verstehen, das die AfD und ihr antidemokratisches und diskursfeindliches Auftreten begünstigt hat, verstehen wir auch nicht, weshalb die militante Veganerin erfolgreich ist. Klicks, Likes, Kommentare und Wiedergabedauer sind die Währung der sozialen Medien. Je mehr Aufrufe, desto besser. Das führt dazu, dass denjenigen Themen und Personen Vorrang gegeben wird, die geklickt werden. Das führt gleichzeitig zu einer Verengung in der Repräsentation. Die militante Veganerin hier, die militante Veganerin da, und schwupps ist sie der Veganismus, weil sie Aufmerksamkeit generiert. Und wie generiert man Aufmerksamkeit? Als gesichert dürfte gelten, dass mit extremen Schwarz-Weiß-Positionen leichter die Wahrnehmungsschwelle zu überspringen ist als mit differenzierten Grauschattierungen. Polarisierung. Veganer auf der einen und Nicht-Veganer auf der anderen Seite. Ach, ist das einfach. Gut und böse mit einem klaren Kriterium. Das erspart uns die lästige Komplexität der tatsächlichen Verhältnisse. Warum Kapitalismuskritik, wenn Individualschuld vollkommen ausreicht? Aber ohne Kapitalismuskritik verstehen wir auch nicht die Aufmerksamkeitsökonomie. Ich zitiere: Geld distanziert und objektiviert, so wie die Münze in der Aufmerksamkeit gerechnet wird. Prominenz. Geld und Aufmerksamkeit sind auch insofern vergleichbar, als sie kapitalisiert werden können. Die Prominenten sind die klassischen Kapitalisten der Aufmerksamkeit. Prominenz wirft Zinsen ab. Die banalste Äußerung eines Prominenten wird höher gehandelt als ihre geistreichste Formulierung. Und schon Marx schrieb: Je ein Kapitalist sich schlägt viele tot. Die militante Veganerin kennt ihr, Nico Rittenau auch, mich wahrscheinlich jetzt auch, wenn ihr das Video hier schaut. Aber wie viele Leute, wie viele schlaue Gedanken gehen unter, weil sie nicht clickable sind? Und noch ein Gedanke zum Kapitalismus. Dieser basiert auf der schlechten Seite der Menschheit.
Auf Egoismus, auf Gier, auf Vereinzelung. Der Kapitalismus generiert egoistische Menschen. Und was machen egoistische Menschen nicht? Sich um das Wohl anderer kümmern. Mitgefühl und Mitleid sind in diesem System nur Schwäche. Und das hat natürlich fatale Konsequenzen, sowohl für menschliche als auch für nichtmenschliche Tiere. Ich persönlich finde es ja immer schön, wenn sich die Dinge zu so einer Einheit zusammenfügen und wenn man vom Beginn auch wieder ans Ende kommt und zurück. Im ersten Video zu dieser vierteiligen Reihe hatte ich ja ein Gedicht von Chuck Schuldiner inspiriert vorgetragen. Und ich möchte Chuck Schuldiner nochmal aufgreifen. Eines der besten Alben, die mir bekannt sind, The Sound of Perseverance. Da ist ein Zitat angegeben, das lese ich euch jetzt mal vor. Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And when you look long into an abyss, the abyss also looks into you. Auf Deutsch. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Die militante Veganerin ist präsent. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das heißt, sie hat mit sehr vielen Leuten zu tun. Mit jedem Schlag von Menschen, kann man sagen. Auch mit den niederträchtigsten Menschen, würde ich mal sagen. Gerade wenn man auf der Straße unterwegs ist, tausende Leute laufen ja an einem vorbei. Was dann mitunter auch zu gewalttätigem, also körperlich gewalttätigem Auftreten führen kann. Und auch die Rhetorik ist natürlich immer situations- und personenabhängig. Es ist schon was anderes, ob man vor einer Kamera sitzt und in die Kamera spricht oder ob man den direkten Kontakt, die Spontanität der Diskussion quasi hat. Der Eifer des Gefechts, gerade auf der Straße, in der Diskussion, in der Spontanität, wie gesagt, passiert es dann eben doch, dass man Dinge sagt, die sehr impulsiv sind. Und ja, da sind wir wieder bei Aufmerksamkeitsökonomie. Die Aufmerksamkeit generieren, aber nicht immer inhaltlich, rhetorisch gut sind. Und da kann es natürlich auch passieren, dass Dinge geäußert werden, ja, die dann vielleicht nicht immer ganz so reflektiert sind. Deswegen habe ich auch darauf geachtet, nicht irgendwelche Clips einfach so heraus und zusammenzuschneiden, sondern versucht, ein Muster und ein System zu erkennen, um eben auch dem Phänomen militanter Veganismus Raffaela Raab gerecht werden zu können. Und ja, das Problem ist dann natürlich, dass man sich auch anstecken lässt von dem, was da passiert. Und das ist natürlich nicht immer gut, wie wir im ersten Video gesehen haben. Dann fängt man eben an, laut zu werden, zu schreien. Und diese diese Eskalationsspirale wird immer größer, bis an einen Punkt, wo auch die psychische Gewalt in physische Gewalt umschlagen kann. Nicht-Veganer sollten grundsätzlich nicht länger an diesem kreaturverachtenden Ort verweilen. Oha! Und bitte, bitte gerne. Ja, aus der Sicht der Tiere ist das richtig, aber es klingt natürlich nach einer Gewaltaufforderung gegen Nicht-Veganer. Und dem stimme ich so nicht zu, aber ich habe kein Problem damit, wenn Nicht-Veganer vom Blitz getroffen werden. Was sagen wir dazu? Blitz, 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 Blitz. Und das ist eine Gefahr, die immer vorhanden ist. Und genau das meint dieses Nietzsche-Zitat im Grunde auch. Also man schaut in die Leute hinein und projiziert dadurch auch einiges, was in einem selbst liegt und öffnet sich dadurch auch ein Stück weit und verfolgt vielleicht bestimmte Strategien und Ansätze und ein bestimmtes Auftreten, das nicht immer hilfreich ist und im Gegenteil sogar auch angeprangert gehört. Und dann stürzt man sich natürlich auch auf die Schwächsten, weil es ist ja relativ schwierig dann, sich auf den Kapitalismus zu stürzen oder auf Tönnies oder Wes-Johann oder wen auch immer, Uli Hoeneß, Till Lindemann. Dann man stürzt sich dann halt auf eine Lea. Und das ist so die Grenze, die nicht überschritten werden darf. Da bin ich absolut und fest tief davon überzeugt. Ich bin absolut für Wut. Ich schließe mich da der radikalen Veganerin an. Es braucht auch Wut, es braucht Empörung, es braucht Trauer, es braucht ein Feuer, das alles auf seinem Weg niederbrennt, um neue Wege zu ebnen. Dass alles auf seinem Weg niederbrennt, damit habe ich ein bisschen oder ein großes Problem. Alles niederbrennen, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja nur bestimmte Teile niederbrennen. Und wenn man einen ganzen Wald niederbrennt, dann existiert der Wald nicht mehr.
Und das kann nicht unser Anliegen sein. Aber Wut ist nicht dasselbe wie Hass. Hass will Zerstörung, Wut will Veränderung. Hass ist destruktiv, Wut ist produktiv. Ja, und so kommen wir zum Ende. Ich habe natürlich auch den Kontakt gesucht mit denjenigen VertreterInnen, die ich zum aggressiven Veganismus rechne und möchte mich an dieser Stelle bei der radikalen Veganerin bedanken, bei der Veganist und natürlich auch bei der militanten Veganerin. Ich weiß auf jeden Fall, dass ihr das Herz am richtigen Fleck habt, sagen wir es mal so. Und abschließend bleibt mir da noch zu sagen, denkt daran, nur wenn wir unterscheiden und trennen, können wir zu wahrer Einheit finden. Vielen Dank an meinen guten Freund Moritz. Ihr kennt ihn noch nicht vom Sehen her, aber ihr habt ihn schon gehört. Er hat am Intro und am Outro mitgewirkt. Er hat diesen hier gemacht für uns. Lasst mal ein Like und ein Subscribe und was auch immer da für Moritz, meinen guten Freund aus der Schweiz. Ja, danke dir. Möchtest du dem Publikum noch etwas sagen? Das Essen ist super lecker. Toll. Möchtest du uns dein liebstes Schweizer Wort sagen? Mein liebstes Schweizer Wort? Ja. Ich finde alle Schweizer Wörter toll. Also am liebsten die mit «li» am Ende. Also im Prinzip alle. Aber der Klassiker, Hochichaschle. Einfach damit ich es gehört habe. Hochichaschle. Was ist das? Küchenkästchen, Küchenschrank. Hochichaschle. Ja, kann man noch arbeiten dran. Ja, ich bin ja auch erst 9 Jahre hier. Ja, bist ja nicht in der Schweiz, nur an der Schweiz. Das ist okay. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich trotz meines Humors Freunde und Freundinnen habe? Ich habe lange überlegt, ob ich Leuten persönlich danken möchte, aber das führt wieder zu einer unendlichen Aufzählung und das führt dazu, dass Leute untergehen. Und das ist sehr schade. Ich werde keine wortwörtliche Aufzählung jetzt betreiben. Ich möchte meinem sehr guten Freund Christian danken, der mir immer zum richtigen Zeitpunkt die Leviten liest und mich immer wieder eicht darauf, was das eigentliche Ziel ist. Und der mir klar und deutlich macht, dass sich die Auseinandersetzung mit bestimmten Clowns, Trotteln, Einfallspinseln und Pfosten einfach nicht lohnt. Also kann ich euch auch nur empfehlen, man muss wissen, mit welchen Personen man in den Austausch treten möchte und mit welchen nicht. Am Anfang des Videos habt ihr meinen sehr guten Freund Moritz gesehen, der wie gesagt auch das Intro mit eingespielt hat und das Outro. Und ich habe ja gesagt, dass ich das mag, wenn sich die Dinge so schließen. Ich möchte euch noch eine weitere Person vorstellen. Das ist mein sehr guter Freund Peter. Peter arbeitet mit mir zusammen an einem Buch zur Kritik des Veganismus. Und von Peter habe ich auch diese Keule, diesen Kavenzmann hier bekommen. Und deswegen halte ich es für angemessen, weil Peter auch schon so viel getan hat für das Projekt Kritik des Veganismus auf stilistischer und rhetorischer Ebene. Deswegen finde ich es nur angemessen, ihm das letzte Wort zu erteilen. Auch weil er in rhetorischer, literarischer Hinsicht, in poetischer Hinsicht das einfängt, wofür Kritik des Veganismus steht. Lüpst du Deckel alter Töpfe, die seit Tagen auf dem Ofen, siehst du kriechen Würmer. Lüpfe auch bei deinem Kopf den Deckel, gönn auch diesen Würmern frische Luft.